Freunde der Nacht, mein Name ist Chris, ich entwickle Drover Forsaken Kin, das Open-World-Rollenspiel, und es ist letzten Monat extrem viel passiert. Eigentlich müsste ich damit anfangen, dass wir die Closed Beta rausgebracht haben, aber Freunde, für das Intro möchte ich nutzen, dass wir eine eigene World Map haben. Das ist so cool, eine eigene World Map, die zeige ich euch gleich. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit der Closed Beta, deswegen erkläre ich euch jetzt 4 Punkte, was passiert ist letzten Monat. Punkt Nummer 1, das ist die Closed Beta. Wir hatten eine Closed Beta, die haben wir rausgegeben an 15 Leuten und die haben das Spiel auf Herz und Niere getestet. Und Freunde, wir haben unglaublich viel Feedback bekommen und auch sehr viele Bugs bekommen. Wir mussten in dem Monat quasi dann 1900 Bugs haben wir bekommen und haben wir auch alle gefixt. Und ich würde schon sagen, dass wir eine sehr, sehr cleane Version jetzt haben. Aber wir haben natürlich auch Feedback bekommen. Also keine Bugs. Also Bugs ist quasi, wird dann bei uns priorisiert zu niedrig, mittel oder high oder Critical Bugs. Wir hatten sehr wenig Critical Bugs, worauf wir sehr stolz sind. Aber natürlich haben wir auch sehr viel Feedback dazu noch bekommen. Und das Feedback haben wir genommen, habe ich jetzt alles validiert. Ich habe mir angeguckt, was ist gutes Feedback, womit können wir es anfangen, was schaffen wir noch, was ist realistisch. Und das haben wir jetzt schön sortiert und daran arbeiten wir gerade. Und ich kann es nur jedem empfehlen, macht eine Closed Beta, bezieht die Community mit ein. Es lohnt sich auf jeden Fall. Punkt Nummer 2. Wir haben noch neben der Closed Beta besondere Kämpfe eingebaut. Das sind, also bei uns gibt es quasi, müsst ihr euch vorstellen, wir haben ja verschiedene Waffentypen und für jeden Waffentyp gibt es halt eine KI. Quasi wie sich mein Gegner oder der NPC bewegen soll. Und für jeden diesen Waffentypen gibt es 3 verschiedene KIs. Das ist quasi leicht, mittel, schwer, muss man sich so vorstellen. Und dann gibt es halt noch besondere Kämpfe, die besonders schwer sein sollen. Und die haben eine eigene KI bekommen, sprich einen eigenen Tree, einen eigenen Baum, wo definiert ist, was diese KI wann tun muss. Und wir haben relativ viele besondere Kämpfe, also viele, auch nicht viel, kann man auch nicht sagen. Es sind so um die 12 Stück und die kriegen eine besondere KI und natürlich bekommst du auch eine besondere Belohnung, wenn du diese NPCs besiegst. Punkt Nummer 3 und wir haben eine World Map, Freunde. Ist das nicht cool? Guckt euch diese schöne Karte an. Und eine World Map ist für mich halt super Magic, denn ich habe damals immer von Morrowind oder auch von Gothic hatte ich halt so Karten an den Wänden hängen. Und gerade von den ganzen DLCs oder Erweiterungen, auch bei Skyrim und so weiter, gibt es ja immer eigene Karten. Und ich finde, das ist super Magic, so eine Karte zu sehen. Dadurch wird eine Welt erst so lebendig. Oder ich kenne es auch bei Büchern auf der letzten Seite, wenn man da immer noch so Karten drin hat. Ich finde das einfach super Magic. Und von meinem eigenen Spiel eine Weltkarte zu haben, von meinen Ideen und was alles so in die Welt reingeflossen ist, finde ich super, super cool. Ich bin echt gespannt, gefällt euch diese Karte? Was sagt ihr dazu? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Darauf bin ich besonders heiß. Freunde der Nacht, Punkt Nummer 4 und wir machen einen 24-Stunden-Stream bei Twitch, Entwickler-WG, jetzt ein Follow da lassen. Am 19.04. um 20 Uhr sind wir live und wir werden 24 Stunden ohne Pause an Drover Forsaken Kin entwickeln. Und wer ist wir? Das sind wir 4 von der Just2D oder von der Entwickler-WG. Das ist einmal Johannes, unser KI-Programmierer, Kai, unser Shader-Programmierer, dann ich, Game Designer und der Julian, der wird ein bisschen pixeln. Und da könnt ihr so mal könnt ihr uns unter die Schultern gucken, wie wird eigentlich so ein Spiel entwickelt, was macht man da, ihr könnt Fragen stellen, ihr könnt aber auch Input geben, wir können zusammen, wir erklären euch alles, schaltet einfach ein, das ist ein super cooler Stream, wo wir sehr viel über Drover reden werden, über Spielentwicklung und wenn ihr immer mal Bock hattet, selber ein Spiel zu entwickeln, ist das ein sehr guter Anfang, einfach mal Fragen zu stellen und einfach mal zu sehen, dass es einfach kein Hexenwerk ist, sondern dass das große Baustellen sind, die man aber zerlegt in kleine Baustellen und die man dann Stück für Stück angeht. Deswegen schaltet ein, Entwickler-WG, 24-Stunden-Stream am 19.04. um 20 Uhr. Damit bin ich raus. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und wir sehen uns nächsten Monat wieder. Bleibt gesund, euer Chris.